Hi Leute, willkommen zu Dragon mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der zweite Teil von der Fische. Und zwar werden wir das Ganze heute ein bisschen pinseln. Dann habe ich mir noch für die missglückten Teile noch was bestellt gehabt. Aus dem Angelbedarf. Oh, ich sehe gerade Made in China, also gute deutsche Qualität. Und zwar ein paar Maden. Das ganze Video könnte vielleicht am Ende ein bisschen ekliger werden, ne? Also für Leute, die einen schwachen Magen oder sowas haben, ist das vielleicht dann am Ende nicht unbedingt so das Optimale. Will ich nur schon mal vorwarnen. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann machen wir mal wieder, was wir immer machen. Kennt ihr ja. Erstmal den Fisch. Erstmal schwarz, das mache ich wieder mit Flexi-Paint, weil das einfacher aufzutragen ist. Jetzt bin ich allerdings noch am Überlegen, ob ich vielleicht auch noch so ein bisschen aus Flexi-Paint so ein paar Schuppen mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Schauen wir mal, dass wir wieder erstmal die Flosse hier so irgendwie. So. Naja, vielleicht hätte ich hier noch ein bisschen was wegschneiden sollen. Ach, wir machen jetzt einfach mal. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Wäre zu schade, die Sachen wegzuwerfen. Sie sind zwar nicht so richtig gut geworden, aber es ist okay, würde ich sagen. Kann man mit arbeiten. Machen wir einfach ein bisschen was Ekligeres draus. Auf jeden Fall aus den anderen zwei, die sind ja hier halbwegs was geworden. Da kann man ja dann gucken. Da war wieder ein bisschen zu viel Wasser drin. Da wurde ein bisschen zu gut gemeint. Ja, dann werden wir erstmal wieder ein paar Schichten schwarz, aber nicht zu viele. Also zu viel müssen wir ja nicht drauf. Ich denke mal so, ich weiß nicht, so 3, 4. Ich muss mal gucken, wie gut die Poren sich schließen dann. Ja. Dann schauen wir mal. Vielleicht, wie gesagt, mal ja noch so ein bisschen was an Schuppen. So hier und da was. Mal schauen. Sind jetzt schon mal Schwarzschichten drauf. Hier habe ich schon so ein bisschen Silber und ein bisschen Rot drauf gemacht. Bei dem hier macht man noch das Silber was drauf. Hat momentan noch so ein bisschen was vom Metall. Wie gesagt, die missglückten. Da habe ich auch schon ein bisschen was dran getan. Ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen nur mit Silber drüber. Also so richtig realistisch werde ich sie nicht von der Bemalung machen. Aber so ein bisschen, dass sie ein bisschen hübsch aussehen. Gucken wir mal. Vor allen Dingen werden sie eklig. So, frischer Fisch wird anders. Ich zeige euch gleich auch. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe auch bekommen, was ich mir bestellt hatte noch. Wie ich euch ja versprochen hatte, wird das Video diesmal ein bisschen ekliger werden. Aber so ein kleiner Anreiz, Anreiz nicht, Inspiration sage ich jetzt mal, dass wenn die Versuche, wenn er die selber schäumt oder irgendwas anderes, dass aus den Sachen, die vielleicht nichts geworden sind, mit ein bisschen Kreativität vielleicht auch noch was Brauchbares machen könnt. So, den hängen wir jetzt mal hier auf. Und dann gucken wir uns mal den einen an. So, zwar bin ich jetzt hingegangen, habe den wie jetzt hier den einen, den ich jetzt gerade gemacht habe, erstmal so ein bisschen Silber. Hier habe ich noch so ein bisschen was drüber schon gebürstet. Muss ich noch. Hier bin ich dann so ein bisschen mit roter Acrylfarbe drüber gegangen, also ohne Flexi Paint. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch machen. Den brauchen wir jetzt nicht. Dann werden wir noch so ein bisschen Weiß und so was reinbringen. Ups. Hier noch so ein kleines Ding. So. Wie gesagt, ich werde mich da jetzt nicht so am Original bei einer Forelle. Oh, das sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Ich glaube, das hätte ich besser doch nur mit dem Tupfen machen sollen.
Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein bisschen, was man da so machen könnte. Was ihr dann draus macht, ist eure Sache. Auch so mit der Farbgebung. Ihr könnt dann theoretisch auch noch ein bisschen schuppern. Oder hier wie bei einer Regenbogenforelle. Das könnte ich eigentlich mal versuchen. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das so hinkriege, so ein bisschen. Wir machen jetzt hier einfach mal so, wenigstens auf der Seite, so ein bisschen so einen weißen Streifen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so hinkriegen, Leute. Also nagelt mich nicht drauf fest. Ich will das nur mal probieren. Nur so für Protokoll. Machen wir hier noch so ein bisschen Schweinchen rosa raus. So, mal schauen. Bin mal gespannt. So. So. Und hier auch noch so ein bisschen. Die eine Seite sieht ja gesund aus. Und die andere Seite dann nicht ganz so. Da kann man dann natürlich auch noch so ein bisschen so Flecken und so was dann nachher reinmachen. Den weißen hier so ein bisschen noch. So, die müssen wir auch erstmal trocknen lassen. Wie gesagt, das kann man alles so machen. Dann noch vielleicht noch so ein paar Pünktchen, wie so bei einer Regenbogenforelle. Das ist dann so, das überlasse ich euch. So, jetzt kommen wir zu dem ekligen Teil. Und zwar bin ich schon hingegangen. Die habe ich schon so ein bisschen auch. Erstmal ein bisschen Silber, dann so ein bisschen Rot und ein bisschen Weiß, dass das ein bisschen ekliger aussieht. Ja, da kann man natürlich auch noch ein paar andere Sachen machen, aber wir kommen jetzt zu dem, was ich mir bestellt hatte. Und zwar habe ich mir aus dem Angelbedarf ein paar Kunstmalen gekauft. Mal gucken. Jetzt werden wir das Ganze, werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen ekliger machen. Ich habe da nämlich noch ein paar, die anderen habe ich auch schon so alle fertig. Und dann müssen wir mal gucken. Da habe ich mir nämlich jetzt überlegt, dafür brauche ich noch hier das Behältnis, weil das ist, die Maden, das ist glaube ich aus Silikon. Das hält dann vielleicht nicht so gut. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob das gut hält. Da nehmen wir jetzt ein bisschen Flexipen transparent. Und dann tunken wir die so ein bisschen da rein. Die tue ich jetzt erstmal so ein bisschen in so ein paar Löcher rein, dass das so aussieht, als wenn die da rauskommen. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr einen Magen habt oder so, ne? Vorwärts spulen oder macht aus. Nee, nicht ausmachen. Ihr sollt das Video gucken. So, wie gesagt, ich muss gucken hier, wie ich das jetzt hier so dran mache. Ich verteile die einfach mal hier so ein bisschen willkürlich. Transparent, das machen wir dann. Ich hoffe, dass das dann nachher hält. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. So, das ist der erste. Wir wollen mal nicht zu sehr. Der hier. Und der hat hier auch noch so ein paar Löcher. Da können wir auch noch ein bisschen was rein tun. Ich will mal nicht so viele dann dran machen, also wenn es nicht unbedingt passt. Die Seite hier, die sieht gut aus. Das ist die gute Seite. Das hier ist die was angegammelte. Mal gucken. Ich bin noch am Überlegen, ob ich da auch noch so ein bisschen Grün mit dran machen soll. Sieht vielleicht auch noch eklig aus. Weiß nicht. Könnten wir ja mal ausprobieren. Grün haben wir ja hier auch liegen. Weiß jetzt nicht, ob das natürlich eine passende Farbe für Fisch ist, dass der so was schimmelig aussieht, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben ja genug zur Auswahl. Gucken wir uns das Ganze einfach mal so ein bisschen an. Ich weiß nicht.
dem Grün. So ein bisschen. Ja, doch, kann man. Man darf es nur nicht so dick drauf machen, dass das so ein bisschen dünner aussieht. Ja doch, wir machen auch noch ein bisschen Grün drauf. Das sieht dann noch ein bisschen ekliger aus. Am besten da, wo das weiß ist. Dann ist das Weiß nämlich auch nicht mehr ganz so hell. Vielleicht wäre noch Braun ein bisschen so eine Option, aber ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal so ein bisschen, dass es einfach eklig aussieht. Bisschen gammelig, bisschen schimmelig, bisschen angefressen. Und dann wird das schon, denke ich mal, gut sein. Ne? Sieht doch lecker aus. Dieser schöne, frische Fisch. Direkt aus dem See, wo die Untoten drin ihren Swimmingpool haben. Ja, dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal was trocknen lassen. Ja, da haben wir so ja noch ein bisschen was über für nochmal so ein ekliges Projekt. Vielleicht fällt da noch was ein. So. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal gucken. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Flexipen transparent. Im Zweifelsfall müssen wir halt nochmal mit dem nochmal eine Schicht drüber machen. Und danach hoffentlich dann mit dem Klarlack zum, naja, mal gucken. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, das wird richtig eklig. So. Tun wir die schon mal alle hier hin. Kann man die schon mal jetzt so trocknen. Natürlich aufpassen, dass ich die Schwänze von den Fischen hier nicht in die Farbe rein tue. So. So sehen die Prachtexemplare aus. Also ich weiß nicht, frischer geht doch schon immer. Sind noch fangfrisch. Weiß ja nicht, was ihr habt. So, die Farben, die sind soweit trocken. Oh, die halten, Leute. Das scheint zu klappen. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann werde ich das Ganze jetzt hier mal ein bisschen topcoaten. Erstmal vielleicht nur so eine Seite. Ich könnte die natürlich auch aufhängen. Aber ja, ich weiß es nicht. Dann haben wir die erstmal auf Seite. Nehmen wir erstmal hier so die ein bisschen flacheren. Und wenn wir das Ganze jetzt erstmal wieder mit dem matten Topcoat machen. Und dann nachher mal gucken, wie das aussieht. Aber es klappt. Gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich hätte jetzt farblich vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen können, aber das soll ja nur erstmal so eine Idee sein. Da kann man ja natürlich auch noch ein bisschen was mit Gräten und so machen. Aber das liegt dann an euch. Hier zum Beispiel bei dem, wo ich jetzt hier so am Pinsel bin, dass dann noch so ein bisschen das mit den Gräten rausguckt oder sowas. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr meint. Die Fische sind soweit angemalt. Klarlack ist auch drauf. Bin jetzt hingegangen, habe hier noch mit dem weißen Edding und einem schwarzen noch so ein bisschen die Augen bei den Fischen gemacht, wenn denn noch ein Auge vorhanden war. Ja, so sehen die Dinger jetzt aus. Ich mache jetzt erstmal hier so die hübschen Seiten. Mal schauen. Das sind ja ein paar, die sind so ein bisschen, ich
Ich mache jetzt mal so ein bisschen in der Reihenfolge so grob. Mal schauen. Ja, so sehen die jetzt aus. Das ist dann die gute Seite. Also, wo man sie vielleicht noch verkaufen könnte. Ja, und dann haben wir dann die Rückseite. Ne? Die sehen dann nicht mehr ganz so frisch aus. Also ich muss sagen, wie gesagt, vielleicht hätte ich auch nicht so grün, sondern ein bisschen braun oder sowas nehmen sollen, für das Gammelier zu machen. Ich hatte ja jetzt grün genommen, vielleicht wäre braun ein bisschen passender gewesen. Das Grün, das sticht doch ein bisschen raus, aber naja, gut, wie gesagt, ist jetzt nur so, was er vielleicht dann noch aus den missglückten Versuchen machen könnte. Ich finde, das ist nicht schlecht geworden. Schön weich sind sie auch. Ja, kann man gut hauen. Die Maden, die halten auch, sind zwar ein bisschen lose hier an einer Stelle immer. Da könnt ihr dann vielleicht, je nachdem würde ich dann euch empfehlen, wenn ihr sowas macht, dann noch mal ein bisschen, also die ganze Made quasi in Flexipaint transparent zu machen. Ich hatte ja nur so die Hälfte ungefähr und dann das da rein getan. Vielleicht komplett dann drüber machen, dann dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Zur Not halt 2 oder 3 Schichten. Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Das ist ein bisschen eklig geworden, wie gesagt. Ja, wenn ihr das sehen könnt, weiter. Ich hoffe, dass das Ganze euch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, inspiriert hat, ne? Euch schönen frischen Fisch zu machen. Könnt ihr ja dann als Händler verkaufen. Denkt dran, mit Asterix, ne? Dann könnt ihr euch den Leuten dann noch den Fisch um die Ohren hauen, wenn sie dann sagen, der Fisch wäre nicht frisch. Was in dem Fall ja nicht wirklich so ist, aber naja, gut. Na, dann hoffe ich mal, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren. Wie ihr sagt, man kann ja auch Sachen, die jetzt nichts so richtig geworden sind, die ersten Versuche habt ihr ja gesehen. Aber mit ein bisschen Kreativität kann man da auch noch was Brauchbares draus machen. Und wenn das nur irgendwie zur Deko ist, für irgendwas mit Untoten oder sowas, ne? Oder für irgendwas anderes. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder gefallen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.